Hallo, heute möchte ich euch den Unterschied erklären zwischen Linsen und Linsen mit Rand, um euch eine Entscheidung beim Kauf zu erleichtern. Es gibt also hier die Linsenform ohne Rand und diese, die hat einen Rand. Diese ohne Rand sind also insgesamt flacher und wenn man eine einzelne Form nimmt, dann ist es in der Regel einfacher, auch nur eine Dekoration aufzutragen mit wenig Masse. Hier zum Beispiel sind Charts aufgetragen. Wenn man sich dazu entscheidet, so eine Form zu nehmen mit 2 Formen, dann kann man erst in der kleinen Form die Grundform pressen, dann kann man Masse auftragen und in der größeren Form nachpressen. Wenn man dann noch einen Klarglasüberfang machen möchte, dann lohnt es sich, über eine Anschaffung von einer Einzelform, die von der Größe so in die Reihe passt, nachzudenken, weil dann kann man nach Auftrag vom Muster den dritten Schritt beim Pressen machen und verzieht das Muster nicht so. Bei der Linsenform mit Rand ist die Arbeitsweise identisch. Wenn ich nur eine Form habe, ist es schwierig, eine tiefliegende Gestaltung unterzubringen. Besonders schön werden Klarglasüberfänge, wenn man auch die zweite Größe der Linsenform hat. Mir gefällt, dass man den Perlenkanal von oben nicht sieht. Anders ist das bei der Linsenform ohne Rand. Hier sieht man seitlich die Ausbuchtung. Ein Unterschied der beiden Pressenformen liegt auch darin, dass man bei der Linsenform mit Rand viel mehr Masse für die Gestaltung zur Verfügung hat. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Entscheidungsfindung helfen. Falls ihr Fragen habt, lasst es uns wissen. Wir machen gern ein Video dazu. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis bald.